sind heute zu Gast bei Richard ZK in Berlin, in seinem Studio. Vielen Dank für die Einladung, Richard. Gerne. Wir sind hier, weil du uns das neue Album mitgebracht hast. Wir wollen ein bisschen über den Sound reden, die Entstehungsgeschichte, natürlich auch für Gitarrleser und Zuschauer, Gitarrensound. Lass uns aber ganz zurück zum Anfang der Entstehungsgeschichte des Albums gehen. Ich fand es sehr spannend. Du bist jemand, der normalerweise sehr viel mit Feuer und Explosionen in Verbindung gebracht wird, was Show-Elemente anbetrifft. Ja. Tatsächlich hat die Entstehung des Albums eigentlich mit sehr viel Wasser zu tun. Kannst du dazu was sagen? Ja, es ist ja immer im Leben so, dass alles im Balance sein soll. Ja? Wenn du auf der einen Seite das Feuer hast, musst du auf der anderen Seite das Wasser haben, ne? Damit sich dadurch irgendwie das Gleichgewicht wieder füllt, sozusagen. Insofern macht das schon Sinn. Aber es war wirklich so, dass ich im Grunde genommen 2015 das Album schon fertig hatte und nach Los Angeles gegangen bin, um es dort abzumixen mit Ben Große und da gemerkt hatte, dass ich mich so ein bisschen ausgebrannt gefühlt habe, dass ich nicht mehr alles geben konnte, was ich normalerweise gebe, wenn ich so ein Album begleite, schreibe, produziere und so weiter. Und ich bin dann zurückgegangen und habe das erstmal zur Seite gelegt, weil ich gedacht habe, irgendwie, das ist irgendwie nicht mehr das, was ich spüre. Da war sozusagen kein Feuer mehr. Ja? Und wie wir gerade gemerkt haben und gehört haben, nach Feuer kommt Wasser. So war es dann hier auch. Irgendwie, ich habe zu dem Zeitpunkt gerade so einen Traum von mir erfüllt. Ich wollte immer gerne ein Haus bauen und habe hier sozusagen auf ein neues Haus auf dem alten Haus gebaut. Ja, unter anderem auch das Studio gebaut hier. Und wir haben auch in der Zeit, es war September 2000, haben wir mit Rammstein angefangen, wieder zu proben und zu schreiben. Und habe sozusagen das ganze Projekt Emigrate erstmal zur Seite gelegt und habe dann 2017 gab es hier einen Wasserschaden. 2017 genau gab es hier einen Wasserschaden. Ich habe oben so einen Pool, da ist irgendwie 1600 Liter Wasser sozusagen vom Pool aus ins Studio gekommen. Und ich war gerade auf Tour und habe das gar nicht gemerkt, sondern irgendwie unser Mieter hier drunter hat das gemerkt, dass es irgendwie so ein bisschen feucht wurde an der Decke. Und demzufolge war sozusagen die Hälfte des Studios irgendwie im Arsch und unter anderem auch meine ganzen Harddrives, die sozusagen das Album beinhaltet. Ja, klar. Und die erste Reaktion war natürlich erstmal Verzweiflung und so eine gewisse Portion Wut und Frustration. Und ich habe mich dann so ein bisschen mit dem Thema abgefunden. Ich werde dann komischerweise bei solchen Sachen immer relativ ruhig. Und habe dann gedacht, okay, vielleicht ist es so ein Zeichen, ja, dass mir das Leben geben will. Vielleicht soll ich nochmal von vorne anfangen. Und habe dann wirklich, es war so eine Herausforderung für mich, ich habe dann gedacht, okay, wie ist das denn, wenn ich sozusagen aus einer Erinnerung heraus nochmal alles neu schreibe? Ja. Und das habe ich dann sozusagen gemacht. Und das war so ein Punkt, was für mich komplett neu war und auch spannend war. Habe dann auch das Team gewechselt. Also ein paar Sachen habe ich gleich gehalten, also der Drummer hat nochmal neu eingespielt, aber ich habe dann mit jemandem zusammengearbeitet, mit dem Sky von Hoff, mit einem jungen Produzenten aus Düsseldorf. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt eigentlich durch meinen Gitartech Lutz, Lutz Buch, ganz genau. Und zwar habe ich ich wollte Profiles machen, ich hatte so ein Problem mit Camper mal gehabt und hat er gesagt, vielleicht profilst du falsch. Ja. Und weil ich habe das erste Mal den Camper probiert und habe gesagt, nee, das ist es irgendwie nicht. Und er meinte, ich kenne jemanden, der kennt sich ziemlich gut aus mit Profilen, lass uns mal zusammen ein paar Profiles machen. Und dann kam dann hierher. Und wie es denn so ist, haben wir dann irgendwie neue Profiles gemacht und haben uns super verstanden. Und meinte er, dass er auch produziert und mischt und so weiter. Und wie gesagt, lass uns doch mal einen Song mischen. Und dann kam er irgendwo an und hat sozusagen den 1, 2, 3, 4 gemischt in the box. Ja, das ist also die Jungs heutzutage mischen ja alle in the box. Während ich gerne irgendwie zu dem Zeitpunkt auch viel Output Gear irgendwie benutze. Also outside. Mikrofoniert? Nicht mikrofoniert, es geht um Mischen. Ja? Okay. Also inside the box ist er bleibt im Computer, während ich irgendwie alles auflege an meinem Pult und so weiter und so weiter. Ja? Und wir haben dann er hat mir den Song vorgespielt und hat er stellenweise zu Hause gemacht, hat den hier verendet und dann habe ich gesagt zu ihm, okay, lass uns jetzt mal probieren, outside the box zu mischen. Und dann haben wir eine Woche lang versucht, irgendwie den Song zu mischen und haben gemerkt, wir kommen da einfach nicht hin. Zu dem Sound, den er vorher schon fertig hat, haben wir gesagt, okay,
lass es das sein, lass es einfach in the box bleiben. Und so haben wir beide angefangen. Und haben dann irgendwie, während wir gemixt haben, hier gemerkt, dass so bestimmte Dinge im Studio, so ein Studiobau ist ja auch so eine Sache, du baust so theoretisch ein Studio, aber merkst dann ziemlich schnell, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren. Und wir haben dann sozusagen fast ein halbes, dreiviertel Jahr hier gearbeitet und haben Dinge verändert hier im Studio und es war echt eine tolle Zusammenarbeit. Und wie gesagt, wir haben dann ich habe versucht, aus Erinnerungen sozusagen diese Songs nachzubilden. Ja, und ich bin jetzt im Nachhinein ganz froh, dass es so gekommen ist. Das ist ja ganz oft so im Leben, wenn man erst immer merkt es erst nicht, wenn Dinge passieren, dass man erstmal, wie gesagt, frustriert ist und aber dann später merkt, wozu es gut ist. Ja. Und das war auch so ein Moment, wo ich dann gemerkt habe, es war total wichtig, dass ich nochmal neu da Feuer gefangen habe und da nochmal einfach Kopf frei war und irgendwie ich wieder gebrannt habe. Interessant, neben allem sehr unterschiedlichen Riff-Sounds, die du benutzt, die streckenweise bei 1, 2, 3, 4 dann auch mal an Rammstein erinnern vom Sound her. Man erkennt deine Handschrift. Mich hat sehr positiv überrascht, wie auf dem Punkt die Gitarren-Soli sind. Bei 1, 2, 3, 4 ist es zum Beispiel so, das ist ein cooles, punkiges Solo. Also so sehr der Chorus ballert, die Strophe ballert, so sehr cool kommst du so ganz laid back bei dem Solo auf dem Punkt. Ja, aber es ist so eigentlich so mehr so Rockabilly-Feeling, was ich da habe. Ja, wo kam das denn her? Stray Cat. Auch vom Song. Also das ist mich ja so, wenn ich, also komischerweise meine ganzen Solis, wenn ich sie mal spiele, ich spiele ja nicht oft Solis irgendwie, aber wenn ich sie dann spiele, ich habe auch nicht alle gespielt, kommen wir gleich nochmal drauf zurück, ja. Okay. Aber bei dem ist es wirklich meist so, dass die Solis wirklich alle Demo-Solis sind. Also ich probiere das immer wieder. Also ich habe eine Demo-Idee, dann versuche ich die besser zu machen und komme dann meist wieder zurück zu dem Demo-Sound. So, ja. Also das ist wirklich dieser One-Track, der hat so ein bestimmtes Gefühl und da muss auch nicht alles korrekt und echt und super auf den Punkt sein. Das muss für mich einfach in dem Falle irgendwie immer authentisch sein. Ja? Und aber weil du gerade Solo sagst, es gibt ein anderes Solo auf dem Song bei War zum Beispiel. Ja. Das ist nicht von mir, sondern von einem alten Bekannten. Es gab im Osten damals, in Ostberlin, gab es sogar so einen Jimi Hendrix in Ostberlin, ja. Der hieß Steve Benetti, ja. Das war so der Gitarrist, der Gitarrengott hier in Ostberlin und der spielt auf diesem Song drauf, ja. Muss man kurz mal erwähnen. Cool. Ja. Wir müssen noch mal ein bisschen über die Gitarrensounds reden. Wir müssen auf jeden Fall über Gitarrensounds reden. Man kann das noch nicht sehen, aber wir werden es vielleicht gleich noch auf Fotos sehen können. Da hinten ist eine wahnsinnig wunderbare Armada an Mesa Boogie, Friedman, Soldano, Marshall. Welche hast du auf dem neuen Album benutzt? Oder welche Profiles haben von den Dingern? Naja, also wenn ich hier im Studio bin, hier im Fall spiele ich auch schon die Amps wirklich ein, ja, wobei ich mittlerweile jetzt gerade beim Rammstein-Album so gemacht habe, dass ich irgendwie Profiles gespielt habe und dann später im Nachhinein alles nochmal gereamt habe. Ach, okay. Ja, also das kann mitunter auch passieren, ja. Also ich versuche jedes Mal, wenn ich irgendwie Gitarre aufnehme, schon irgendwie im DI-Signal mit aufzunehmen. Ja, okay. Ja, dass ich später einfach immer nochmal reproduzieren kann und reampen kann. Ich probiere immer erstmal, gebe allen irgendwie eine Chance, ja. Das ist wie im Leben. Und im Moment ist es so, dass hier eigentlich einer von den neueren Rectifiern immer irgendwie den Hit macht, sozusagen. Ja, das ist die Serie, wo nochmal die ganze Mittenfraktion sozusagen überarbeitet wurde. Dann ist natürlich einer meiner Lieblings-Amps, der auch im Grunde genommen so als heiliger Gral bekannt ist, ist hier dieser MKC 2 Plus. Den haben wir eben schon bewundert, ja. Ja, also, aber komischerweise nehme ich ihn meist für Crunch-Sounds. Gar nicht so für Leads. Durch Hetfield dann? Ja, logisch. Es war irgendwie damals immer diese großen Mythen, die so eine Rolle gespielt haben und gesagt haben, das ist irgendwie schwarze Album und so weiter, irgendwie Teil dessen. Aber die haben wir natürlich als so für so verzerrte oder ich sage mal Braten-Sounds dazu, ja. Okay. In unserer Sprache, in unserer Rammstein-Sprache. Ich benutze ihn so für crunchy, ich sag mal Kriminalgitarren dazu. Den Friedman, den habe ich erst jetzt entdeckt bei der Rammstein-Produktion. Ja. Ja, auch für Crunch-Sounds. Unheimlich cooler Sound. Also unheimlich guter Amp. Also fand ich gut. Clean Sounds habe ich dann meist im Camper gespielt. Ja, also auch Sounds, die dann schon irgendwie drin waren oder die ich irgendwie vielleicht mal irgendwie gekauft hatte und so weiter. Da bin ich relativ
pragmatisch. Ja, ja, warum nicht? Du hast hier auch, wenn wir schon stehen, können wir nochmal... Genau. Das ist so Kid in the Candy Store für uns gerade eben gewesen. Genau, es gibt eben einen Haufen so kleine, ich meine, es ist ja in eine totale Mode gekommen, irgendwie diese ganzen Dinge irgendwie rumzuhaben und mache ich natürlich auch, aber am Ende des Tages, muss ich ganz ehrlich sagen, die eigentliche Entdeckung für mich war hier dieses Gerät. Schau mal. Ganz tolles Ding, ja. Ich habe ihm das als erstes, der hat das Pedal. Ja, das hat mir der Sky zum Geburtstag geschenkt irgendwie. Die hatten noch kein Gerät draußen gehabt. Wir haben es nicht reinbekommen. Und genau, das war schön. Ich glaube, der hat da angerufen und hat gesagt, ey, guck mal, der Richard hat Geburtstag, er schickt mal ein Gerät. Ja. Okay. Tolles Gerät. Also macht echt viel Spaß, ja. Also wirklich coole Sache. Was auch ganz wichtig ist, da kann man ja noch mal rumgehen, sind meine Mikrofonroboter, die ich wirklich benutze, ja, die mir das Leben erleichtern. Ja. Was heißt Mikrofonroboter jetzt mal? Naja, man hat immer das Problem, wenn du logischerweise Gitarrensounds aufnimmst, suchst du immer nach diesem sogenannten Sweet Spot am Cabinet. Ja? Und du bist im Grunde genommen die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwie... Wollen wir hinsetzen? Ja, setzen wir uns wieder. Du bist die ganze Zeit beschäftigt irgendwie damit, dass du sozusagen am Speaker den Sweetport suchst und rennst die ganze Zeit immer raus. Manchmal habe ich das irgendwie, keine Ahnung, 60 Mal am Tag gemacht. Und irgendwann konnte ich natürlich nicht mehr hören. Ja? Und in dem Moment, wo du auch rausgehst, verändert sich dein Gehör. Ja. Ja, also das heißt, wenn du zurückkommst, hörst du wieder anders, als du den Raum verlassen hast. Deswegen kam ich irgendwann auf die Idee gesagt, ey, ich brauche irgendwie einen Roboter, der sozusagen, den ich von hier aus bedienen kann, ja, der sozusagen das Mikrofon hoch und runter, links und rechts und den Winkel sozusagen verändert. Ja. Also im Grunde genommen EQ ich hier schon in meinem Raum ja, mein Sound und brauche im Nachhinein gar nicht mehr so viel zu EQen. Ja, das ist für mich ein ganz ganz wichtiges Tool, was mir hilft, da einen guten Sound zu bekommen. Und bei Emigrate ist es meist so, dass ich meistens Standard immer 4 Gitarren, also ich dopple mich dann, also eine Lead-Gitarre und dann 3-mal dopple ich mich, also immer jeweils Seite, links, rechts. Ich mag bei Gitarren immer wirklich komplettes Panorama, ja, immer links, rechts, 2 Gitarren. Und auch bei Clean mache ich meist immer links, rechts. Ich bin da irgendwie sehr klassisch. Aber immer deine RZKs? Oder kamen auch andere zum Einsatz? Hast du andere? Nee, ich habe probiert. Außer der Reihe. Ich habe probiert. Das Problem ist natürlich auch ein bisschen, dass du durch den aktiven Pickup hast du natürlich eine bestimmte Voreinstellung. Immer wenn du zum passiven Pickup gehst, musst du dann wieder anfangen zu drehen und so weiter, weil das natürlich eine ganz andere Output hast und so weiter. Ich habe dann auch ein bisschen probiert. Ich habe da ein paar Gitarren irgendwie hinten in meinem Raum und es kam auch, wir können ja mal reingehen, wenn wir wollen. Ja? Ja, genau. Also hier sind noch ein paar Gitarren von mir drin, die ich im Grunde genommen immer spiele. Ja? Und die Telecaster hier, die habe ich ab und zu gespielt. Ach, das ist eine Ron Wood ESP. Das ist cool. Genau. Ja. Super Gitarre. Was für ein Pickup benutzt du dann? Der da drin ist. Müssen wir mal den Hausmeister fragen hier. Nee, ich meine beide zusammen oder den Hamburger oder den Steg? Meist hinten oder vorne. Also, okay. Ja, also. Dann habe ich versucht auch mit der SG ein paar Sachen, das hat irgendwie nicht funktioniert. Das war mir immer zu muffig irgendwie. Okay. Und ein paar Sachen habe ich auch auf der gespielt hier. Das ist eine wunderschöne Gitarre hier, muss ich mal sagen. Ja? Nice. Ja. Wir müssen sozusagen jetzt meinen Aufnahmeraum. Und hier sind meine kleinen Roboter, meine kleinen Freunde. Das sind wirklich Roboter. Ja, das sind wirklich Roboter. Das sind wirklich die... Ich habe jetzt mittlerweile normalerweise benutze ich immer einen 149er. Ich glaube, keiner auf dieser Welt benutzt diese Großmembran-Mikrofon. Ungewöhnlich. Sehr, sehr ungewöhnlich, genau. Für mich war es immer wichtig, irgendwie ein Mikrofon zu haben, um den ganzen Frequenzspektrum eine Gitarre zu bekommen. Insofern helfen die mir. Mal arbeite ich mit 4 oder 5 andere. Ich habe eigentlich immer das 149er und habe eigentlich auch immer das U47 damit genommen. Ja. Habe jetzt getauscht, weil das ist ein G-Fell. Ja. Auch ein ganz altes Vintage-Mikrofon. Das bringt mir ein bisschen mehr Mitten-Punch irgendwie und die beiden zusammen. Komischerweise ist das auch die Position, selbst wenn ich diese Box irgendwie woanders hinbewege, genau die Position ist die Position, die irgendwie den besten Sound für mich kreiert. Ja. Krass. Ja. Ja.
Wir waren gerade bei den Robotern. Genau. Aufnahme, lass uns dabei bleiben. Das ist für alle momentan ist immer so die Frage, die Kernfrage, Quo Vadis, Röhre versus Camper. Wie siehst du das? Na, beides. Also wie gesagt, ich war am Anfang extrem skeptisch, als ich das erste Mal ausprobiert hat. Ne? Und ich muss sagen, ich habe da jetzt auch nicht, bei Profile muss man das wirklich irgendwie, muss man ein bisschen Ahnung haben, muss eine Erfahrung haben, ja. Und durch Sky, der mir dann auch gezeigt hat, so ein paar Tricks, wie man machen sollte irgendwie. Und als ich dann die Profiles gehört habe, habe ich mich entschieden und gesagt, okay, das ist so nah dran. Ja, es ist nicht die Dreidimensionalität, die man hat beim Amp, ohne Frage. Also es gibt einen Unterschied. Das liegt einfach daran, dass dieser Camper nicht die CPU-Leistung hat, die du brauchst, um wirklich die Bewegung eines Speakers nachzuvollziehen und nachzurechnen. Ja, da bräuchtest du keine Ahnung, wie viel Power du eigentlich brauchst, Computerpower, um das wirklich. Das wird irgendwann kommen, ja, aber im Moment ist er nicht in der Lage dazu. Ja. Das hat der hat immer so einen Punkt gebracht bis jetzt. Entschuldigung. Der hat so eine Zweidimensionalität, aber wenn man es gut macht, ja, ist es so, dass also für mich war es dann so, dass ich abwägen musste, also gerade im Live-Bereich, wie viel Vergünstigung du hast und wie viel Pros du im Grunde genommen hast, als wenn du mit meiner ganzen Amps irgendwie. Und das war, mein Setup war so kompliziert, ja, dass die Leute irgendwie gesagt haben, ich hatte schon wieder, Gott, einfach zu viel, ja. Keiner konnte mehr das Biest irgendwie sozusagen führen. Das war wirklich viel. Ich hatte Zelte mit, ja, einen bestimmten Raum gebaut während live. Ich hatte noch eine Box irgendwie, so eine ISO-Cap gehabt. Ich hatte irgendwie meine ganzen Vintage Preamps gehabt. Das war einfach zu viel, wo ich dann gesagt habe, stopp, wir machen jetzt irgendwie Camper und das Leben, glaube ich, meines Gitartechs so viel vereinfacht, er liebt mich gerade. Ja. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich und vor allem auch mein Front of House Mann, ja, der im Grunde genommen immer den gleichen Sound hat, ja. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen, wo ich denke manchmal, du hast natürlich die Möglichkeit, wenn du mit Mikrofon arbeitest, der Sound halt immer manchmal gut, manchmal schlecht ist, ja. Aber dadurch wird es irgendwie so ein bisschen so Bewegung mit, ja. Also bei den Camper sind immer gleich, ja. Das ist auch ein bisschen langweilig mitunter. Du musst, was ich dann mache oft, dass ich sage, es gibt so ein paar Presets, die ich dann ändere. Dass ich dann pro Show also schon der gleiche Amp, ja, aber ein anderes Profile mit reinnehme. Dass ich ein bisschen das Gefühl habe, das verändert sich was, ja, weil sonst ist es halt so gleich. Und eine Rammstein-Show ist natürlich normal auch sehr abgestimmt, ja, alles sehr kontrolliert und da habe ich so ein bisschen den Soundunterschied vermisst, sozusagen. Kommen wir nochmal kurz zurück zu deinem speziellen Sound bei Emigrate, der sich noch ein bisschen unterscheidet. Er unterscheidet sich insofern, weil ich natürlich nur reine Amps spiele. Bei Rammstein ist es so, dass wir sozusagen im Verhältnis zwischen 80% Rectifier und 20% Sense-Amp haben. Ja, das ist bei Emigrate nicht so. Da habe ich rein 100% Rectifier. Okay, das ist dann auch das, was an Rectifier und an Amp stattfindet, oder was? Genau. Okay. Also im Grunde genommen, also mein Setup ist relativ, wenn man das so beschreiben soll, es ist halt, es ist Rectifier, egal in welcher Form. Es gibt, wie gesagt, so die 500er Serie, die ich auch bei vielen Rammstein-Produktionen gespielt habe, bei vielen Emigrate-Produktionen gespielt habe. Der geht dann zu meiner 4x12 Box, eine Boogie-Box mit Celestion Speaker. Dann habe ich ein 149er Neumann und ein G-Fell-Mikrofon. Die bringe ich dann meist immer in meinen Neve 1081er. Das ist interessant. Ja, das ist so mein Gitarren-Preamp, meine Vorstufe, die ich im Grunde genommen immer benutze, was auch immer irgendwie, ich probiere auch viele neue Sachen aus, aber irgendwie komme ich da immer wieder zurück. Und dann geht's aufs Band. Tunings. Du spielst immer noch 10 bis 52er Seitenstärke, oder? Ja, wenn ich Solo spiele, versuche ich schon mal eine 942er, einfach um ein bisschen mehr, ich habe jetzt nicht so ganz kräftige Hände. So grundlegend bei Riffs 1052 oder manchmal auch ein bisschen stärker bei einer 10 Tuning. Aber du stimmst nicht in den Keller. Du bleibst meistens... Also kommt drauf an, bei Emigrate nicht, da bin ich meist irgendwie in der D, kommt immer drauf an, wie deine Stimmlage ist. Es ist ja auch was zu tun irgendwie mit dem Sänger. Unser Sänger kann ein bisschen tiefer gehen, im Keller gehen als ich, ja. Insofern bleibe ich da ein bisschen höher stehen. Bei Emigrate? Bei Emigrate bin ich meist in der D-Stimmung. Okay. Ja, also eine D-Drop sozusagen, ja.
Also eine E-Stimmung, also es kommt drauf an, also die Gitarrenstimmung, ja, die Songs sind manchmal auch, meine Lieblingsstimmung ist G und A irgendwie in meiner Stimme. Ja. Das passt am besten zu meiner Frequenz. Was gibt's noch zu sagen? Meist spiele ich die RCK1, wie gesagt. Das ist so mein Hauptinstrument. Ich habe jetzt vor kurzem mal bei der Rammstein-Produktion, weil die gerade so dicht nebeneinander waren, muss ich mal wieder zurückkommen. Okay, ja. Habe ich das Evertune ausprobiert und war voll begeistert, ja. Also gerade wenn du so Refrain spielst und Chord spielst, ja, was ja immer ein Riesenproblem ist, irgendwie nachzustimmen und einem stimmst, dann gehst du hoch, stimmst wieder nicht, du wirst ständig unterbrochen, weil er sagt, ey, ja, war gut, aber oben klang es irgendwie. Es spart so viel Zeit. Ja. Es verliert so ein bisschen Identität. Also was ich gemerkt, also da kann sich im Prinzip jeder ranstellen, da kann ich auch mein Hausmeister ranstellen, der kann uns auch genauso spielen. Das klingt ja nicht mehr nach Richard. Ja, das muss ich auch sagen. Aber es vereinfacht die Arbeit so extrem. Und im Chorus ist es für mich im Grunde genommen erstmal wichtig, dass jetzt erstmal auch der Chorus funktioniert. Ja, da bin ich im Prinzip nur Teil des Refrains sozusagen. Das ist jetzt nicht so wichtig, dass man irgendwie als Gitarrist brilliert oder rausgehört wird. Ja? Also das muss man auch sagen. Man verliert wirklich Identität, aber man gewinnt so viel Zeit. Ja? Und es ist wirklich, gerade wenn man mit vielen Gitarren arbeitet und immer doppelt irgendwie, wird der Gesamtsound viel klarer, weil dadurch, dass alles im Tune ist, ja, hast du so viel Platz, es schwimmt nichts mehr, ja, es wird gerade, es wird klarer. Also war eine große Erfahrung. Ich habe auch meine Erfahrung, ist so, wenn man mit dem Künstler selber redet, ist es immer relativ einfach, ja, aber wenn du anfängst, so Managements anzurufen und so weiter, vergiss es, kommst du meist nicht ran, dann kommt dann so eine Standardabsage. Aber wie zum Beispiel hier, ich hatte die Zusammenarbeit mit Tobias Kardinal, ja, von Ghost. Das war auch so, das war zufällig in der Stadt und ich hatte eigentlich eine ganz andere Bitte. Ich hatte ein paar Fragen zu Produzenten, mit denen er schon gearbeitet hat. Und wir haben uns hier getroffen und über Produzenten geredet, ja, weil wir gerade irgendwie Produzenten gesucht haben. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er so Kollaborationen macht und er sagte, nee, macht er nicht. Und ich gesagt, ey, es gibt einen Song, da habe ich eigentlich gedacht, darf ich den mal vorspielen? Dann sind wir kurz ins Studio gegangen. Habe ich den Song vorgespielt und er hat gesagt, mach ich. Ja, cool. Also sofort, ja, ohne irgendwie, das hat dann irgendwie einfach funktioniert, hat gepasst. Den Song gehört, weißt du, es wäre jetzt nicht, wenn ich da ein Management angerufen hätte, ja, vergiss es, hätte einfach nicht funktioniert. Ja. Oder aber auch andere Seiten, zum Beispiel bei dem Open Track War habe ich immer, weil es ja so ein sozialkritischer Text ist. Sehr, ja. Genau, was ja eigentlich gar nicht so in meiner Art ist, sowas irgendwie zu schreiben, aber da habe ich es einfach auch laufen lassen, weil es irgendwie ganz natürlich kam. Und da dachte ich immer, irgendwie den Song müsste eigentlich Serge von System of a Down singen. Ja, den hatte ich immer im Kopf gehabt. Und da habe ich ihn auch angerufen und der gesagt, ey, klar, schick mal vorbei. Und fand den Track großartig. Und dann rief er aber nächsten Tag an und meinte, du, tut mir leid, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Und er sagt, Serge, komm, ist okay, sag, du hast keine Zeit oder hast keine Lust, gar kein Problem. Sagt, nein, ich finde ihn so gut, wie er ist, lass den so, wie er ist. Ja, und dann habe ich gesagt, okay. Habe ich dann als Kompliment gesehen, habe ihn so gelassen. Ja, es gibt dann auch solche Sachen, die dann manchmal kommen. Ja, oder Spitfire war eigentlich gedacht für Iggy Pop. Ja, der gefällt mir sehr gut. Der Song ist einer meiner Lieblingssongs auf dem Album. Genau. Ja. Und der hatte zu dem Zeit lustigerweise, als ich meinen Wasserschaden hatte der auch einen Wasserschaden in Miami. Nee. Ja, irgendein Hurricane war da gerade irgendwie aktiv. Ja. Ist ja öfters mal, genau. Und so. Also es gibt dann auch irgendwie so Sachen, die dann einfach nicht funktionieren. Dann hatte ich hatte 3 Leute in der Anfrage, die gestorben sind. Ja, wo ich dann auch gedacht habe, Mensch, jetzt ist schon bei Lemmy irgendwie, jetzt Bowie angefragt, Chester angefragt und Chris Cornell angefragt. Das ist ja finster. Ja, und ich habe auch, ich hab sozusagen, die haben mich geantwortet, die haben gesagt, ey, schick mal vorbei und so weiter. Und dann denkst du irgendwie, hör mal auf, jetzt musst du das nicht mehr anfragen. Ja? Oh nein. Ja. Also, aber das ist im Grunde genommen auch, was mir wirklich Spaß macht und worum es mir geht bei dem Projekt, ja. Also diesen kontrollierten Kosmos von Rammstein zu verlassen und eben wirklich in der Möglichkeit zu haben, mit diesen Leuten zu arbeiten, ja. Also wer kann das heutzutage, wenn du nicht in diesem amerikanischen Markt bist, ja. Und das weiß ich auch, dass ich das auch meine anderen Bands verdanken habe, ja, dass diese Band die Tür auch offen gemacht hat, ja. Und die Chance, mit solchen Leuten zu arbeiten, macht totalen Spaß und das ist, warum ich das Projekt so gerne mache. Ja, das ist wirklich eine Leidenschaft.
irgendwie hat gar nicht viel mit Solo zu tun, weil im Grunde genommen geht es mir darum, irgendwie mit einem Haufen Leuten zusammenzuarbeiten. Ich finde, das ist das positivste Album von dir, vom ganzen Vibe her. Und weißt du, was mir Spaß macht? Ja. Die Chance haben, Leute wie dich treffen zu dürfen und doof Fragen stellen zu dürfen zu cooler Mucke. Richard, vielen Dank. Ja, gerne. Gern geschehen. Ja. Auf bald. Ja. Tschüss. Ja.